Herzlich willkommen bei CryptoHoll24. Wir gucken uns heute den Bitmain Antminer L9 Hydro an, der im 2U-Format kommt, den wahrscheinlich die wenigsten von euch wirklich auf dem Schirm haben und kennen. Wir haben mal im Internet geguckt, wir haben kein einziges Tutorial gefunden im Internet, keine Anleitung, gar nichts im Prinzip. Deswegen dachten wir uns, es wird Zeit, dass wir da mal ein Video zu machen, wie der aussieht, was für eine Effizienz das Gerät hat, wie man den anschließt und für wen dieses Setup eigentlich die beste Wahl ist, insbesondere für die Homeminer. Und würde sagen, nicht lang schnacken, wir starten. Hier haben wir das gute Stück. Sieht ein bisschen anders aus als der normale eckige ASIC-Miner, den man so kennt. Wie gesagt, der kommt im 2U-Format. Das ist ein Server-Rack-Format. Es gibt 2U, 3U, 6U, wenn ich mich nicht täusche. Sind das die gängigen Modelle. Und wie gesagt, das Ding kann dafür genutzt werden, um quasi so ein vorgefertigtes Rack, die Maschine einzubauen. Genau, viel kann man dazu nicht sagen, technisch gesehen. Relativ einfach und simpel. Hier kommt ein Stromkabel rein, ja, ein LAN-Kabel. Hier wird Wasser eingeführt und dort ausgeführt. Und anschließend tut man den L9 mit einem T21-Kabel. Das wird mitgeliefert hier. Das ist an dem einen Ende hier ein bisschen abgeschnitten. Gucken wir uns aber gleich unten an, wenn wir das anschließen, das Gerät. Einmal zu den Leistungsdaten. Die Effizienz ist genauso wie bei den anderen L9. 210 Joule pro Gigahash. Ja, das Vorgängermodell L7 hat 360 Joule pro Gigahash. Also vom L7 zum L9 ist die Effizienz echt deutlich besser geworden. Das sieht beim L11 bei der Generation anders aus. Ja, also bei dem L9 kriegt man deutlich mehr für sein Geld als im Vergleich zum L11. Und ja, der Vorteil ist halt eben, dass das Gerät wassergekühlt ist und nicht luftgekühlt. Heißt, man hat einen generell stabileren Betrieb. Man hat weniger Lautstärkenbelästigung, wenn man das Gerät zu Hause betreiben möchte. Also gerade, wie gesagt, für die Self-Miner die bessere Alternative, wenn Krach zu Hause nicht besonders gut ist. Und was man sagen kann zu dem Gerät hier, wie gesagt, das ist der erste Hydro-Miner, den Bitmain rausgebracht hat für das Script-Mining. Das ist generell für das Alcon-Mining der einzige Hydro-Miner, den Bitmain bisher rausgebracht hat. Und ja, Nachfrage nach Script-Minern ist generell hoch, da Script über die letzten Jahre wirklich sehr profitabel war und immer gut lief im Vergleich zu anderen Altcoins. Und ich würde vorschlagen, dass wir das Gerät jetzt einmal unter den Arm nehmen. Dann gehen wir bei uns in den Keller in die Testfarm, schließen das Ganze an und dann erzählen wir mal ein wenig mehr nochmal dazu. So, wir haben mittlerweile den nächsten Tag. Wir haben nämlich gestern versucht, das schöne Stück hier noch anzuschließen und haben dann rausgefunden, dass hier die Eingänge für die Schläuche, bzw. der Ausgang, von der Dicke her 10 mm hat und normalerweise haben andere Miner teilweise 8, teilweise 12. Deswegen hat man die passenden Schläuche nicht da, machen jetzt aber weiter. Also, noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Der Miner braucht jetzt eine Stromversorgung, wir brauchen ein LAN-Kabel, wir brauchen Schläuche, dass Wasser rein kann und Wasser raus kann. Bei den Hydro-Minern ist besonders wichtig, dass wir destilliertes Wasser benutzen. Man könnte auch normales Wasser benutzen, aber dann würde der Wasserkreislauf über die Zeit verkalken durch die ganzen Salze im Wasser, das wäre nicht so gut. Wenn die Geräte draußen betrieben werden oder dort, wo es wirklich friert, muss auch unbedingt noch Frostschutzmittel mit da rein, weil wenn das ganze Wasser festfrieren sollte, wenn der Miner mal aus ist oder irgendwie ein Problem hat, dann geht halt alles kaputt, weil das gefrorene Wasser dann die ganzen Kühlkreisläufe kaputt macht. So, ich würde sagen, wir schließen das Gerät an. Hier kurzer Hinweis, andere Hydro-Miner haben hier einen anderen Stromanschluss. Hier ist das gleiche Kabel wie beim Antminer T21. Also da nicht wundern für diejenigen, die schon einen Hydro-Miner haben. Und wir schließen das Gerät jetzt auch direkt mal an.
Und wie ihr gerade gesehen habt, hier kam jetzt ein bisschen Wasser raus. Das lag eben daran, dass wir das Gerät schon einmal getestet haben. Und in der Regel, wenn ihr den Miner neu bekommt, kommt da natürlich kein Wasser raus. So, und wenn ihr hier Probleme habt, diese Dinger rauszuziehen, das sind so Druckverschlüsse, dann könnt ihr hier diesen Ring nach hinten drücken und dann könnt ihr diese Pömpel einfach rausziehen. So, jetzt müssen wir hier die Schläuche reinpacken für die Wasserkühlung. 2 Sachen dafür oder 2 Hinweise dafür. Hier kommt Wasser rein, das kalte, da kommt das warme Wasser raus. Steht sogar ganz dick und fett drauf, Inlet und Outlet. Und jetzt ist das so, wir haben mehrere Möglichkeiten, diese Miner zu kühlen. Wenn das Gerät in der Serverfarm steht, also in der Mining Farm, gibt es wahrscheinlich sehr große Dry Cooler außerhalb des Gebäudes. Hier in unserem Fall haben wir jetzt eine einzelne Kühleinheit von Lian Li. Das ist quasi eine Standalone-Lösung für eben einen Hydrominer. Und wichtig ist, dass die ganze Zeit eine vernünftige Kühlung gewährleistet wird. Wird die Maschine zu warm, drosselt sie sich runter und im schlimmsten Fall hört sie auf zu minen, weil einfach die Kühlung nicht mehr gegeben ist. Da könnt ihr aber auch immer mal im Zweifel nachschauen im Logfile, was das Problem der Maschine ist. Kleiner Tipp von mir am Rande, wenn ihr euch damit noch nicht ganz so gut auskennt, die Logfiles könnt ihr nehmen und in eine KI reinpacken und die KI fragen, was das Problem ist. Die kann den ganzen technischen Code nämlich ganz gut analysieren und euch dann zeigen, was ihr machen könnt. So, über den Miner haben wir gesprochen. Jetzt wichtig, hier kommen Schläuche rein, die haben eine Dicke von 10 mm. Ich zeige das einmal hier. Und zwar, die sehen so aus, die habe ich gestern im Baumarkt gekauft. Das sind nämlich Gartenschläuche, die habe ich aus der Gartenabteilung geholt. Die sind relativ dick. Die müssen auch dick sein, die Schläuche, die da dran kommen, weil hier in dem Wasserkreislauf, da ist ordentlich Druck drauf. Also ich weiß gar nicht, wie viel Bar das sind. Auf jeden Fall muss man da schauen, dass das nicht irgendwie so ganz dünne Schläuche sind, sondern die müssen auch ein bisschen Kraft haben. So, hier in dem Fall haben wir jetzt die Lian Li Kühleinheit. Die hat eine Kühlleistung von 12 Kilowatt. Die ist so aufgebaut, ganz kurz nur. Hier sind eigentlich ganz viele 120 mm Lüfter drin. Hier zirkuliert das Wasser und die 120 mm Lüfter kühlen Kühlkörper und dadurch wird das Wasser dann runtergekühlt. Das heißt, der Miner produziert eigentlich keine Lautstärke. Die Lautstärke beim Hydromining kommt von den Kühleinheiten. Die ist aber trotzdem auch deutlich leiser als jetzt ein klassischer luftgekühlter ASIC Miner. Deswegen ist es auch fürs Home Mining unter anderem besser. Jetzt ist es so, wegen der ganzen Schläuche hier muss ich einmal kurz was erklären. Beispielsweise die Lian Li Kühleinheit wird mit diesen weichen Gummischläuchen ausgeliefert und dann gibt es hierzu so Adapterstücke. Und beispielsweise jetzt diese etwas härteren, dünneren Schläuche, die könnten beispielsweise direkt in so einen Bitmain Antminer S21JXP passen, aber eben nicht hier rein, weil die zu dünn sind. So, und das heißt, wir haben jetzt die dazwischen, weil wir die normalerweise für andere Miner nutzen. Normalerweise könnte man auch von diesen weichen Schläuchen hier mit einem Adapterstück direkt auf diese 10 mm Schläuche draufgehen. Und jetzt ist es so, um den Miner anzuschließen, müssen wir schauen, wo bei der Kühleinheit das kalte Wasser rauskommt und das warme Wasser reinkommt. Und hier kann man jetzt sehen, hier an der Pumpe, mit dem Schlauch hier, kommt das kalte Wasser raus. Das heißt, wir packen den ins Inlet, weil rein muss halt eben kaltes Wasser. Und dann haben wir noch den anderen Schlauch übrig, ist also Outletwasser bzw. der Outlet-Anschluss. Hier kommt bei dem Miner das warme Wasser raus und geht dann hier in die Kühleinheit rein, zirkuliert hier und wird hier wieder kalt in die Pumpe geführt. So, und jetzt müssen wir das ganze System anschalten. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Hinweis. Ich kann mich noch daran entsinnen, ganz früher, als ich die ersten Hydrominer angeschlossen habe, dachte ich, die ganzen Miner funktionieren nicht. Das Problem ist, das ist ein bisschen bekloppt gemacht von Bitmain, das Wasser, bevor der Miner anfängt zu arbeiten, muss eine bestimmte Temperatur haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad das sind. Wenn das Wasser zu kalt ist, startet die Maschine nicht. Beispielsweise in den Bitmain Hydromining Containern, da ist eine eigene Wärmeeinheit mit drin, die das Wasser ein bisschen hochtemperieren kann. Das haben wir jetzt natürlich zu Hause in der Regel eigentlich nicht und die Lian Li Kühleinheit ist zum Kühlen da und nicht zum Erwärmen.
So, das heißt, wie können wir das jetzt lösen? Wir machen das tatsächlich teilweise einfach mit einem Föhn. Sieht total bescheuert aus, ist aber tatsächlich so. Und zwar, wir halten dann den Föhn immer hier an die Pumpe dran, dass das Wasser sich ein bisschen erwärmt, dass das Gerät dann starten kann. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Resttemperatur da, weil wir das Gerät vorhin, wie gesagt, anhatten. Wir probieren das Ganze jetzt mal zu starten. Und als erstes ist das so, wir starten die Kühleinheit. So, man hört jetzt, dass das Wasser zirkuliert. Ich habe die Lüftergeschwindigkeit mal ein bisschen runter gemacht. Und jetzt ist das so, man sieht hier, dass nicht genug Wasser drin ist, weil er wird beim ersten Mal pumpen viel Wasser in den Kreislauf bringen. Und das heißt, hier ist die Pumpe leer. Das heißt, wir müssen das Wasser ordentlich auffüllen hier. Wir haben hier so einen Behälter dafür mit destilliertem Wasser. Und ich muss jetzt hier einmal ein bisschen destilliertes Wasser nachkippen. Ganz einfach aus dem Baumarkt oder von wo auch immer destilliertes Wasser holen. Es gibt auch spezielle Kühlflüssigkeit für solche Systeme, aber die brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. Jetzt kippen wir das Wasser hier nach, bis die Pumpe wirklich komplett voll ist und durchgehend zirkuliert. Jetzt sieht man, dass die Pumpe durchgehend läuft, weil sie durchgehend Wasser da hat. Nachdem wir jetzt alles angeschlossen haben, können wir hier an dem Knopf den Miner starten. Und jetzt gucken wir mal ins Interface, was sich da tut. Und hier haben wir das Dashboard, das Interface. Ihr könnt, wenn ihr den Miner das erste Mal startet, schauen, was hier für eine Firmware drauf ist. Wir haben jetzt hier noch die neue Firmware draufgespielt, die bei Bitmain auf der Webseite war. Da könnt ihr einfach Bitmain Firmware Updates googeln, bei Bitmain auf die Seite gehen und euch dann das Modell auswählen. Genau, und um das Gerät jetzt zu starten, gehen wir hier auf Miner, geben hier die Pool-Adressen ein. Wir nehmen jetzt einfach mal unseren Pool hier. Hydro-Test. So, packen hier die Pool-Informationen drauf. Wir haben jetzt hier unsere Pool-Daten drauf gespielt, haben den Miner mal kurz starten lassen und wir gehen ins Dashboard rein. Miner läuft. Gerade 28,4 GHz, beziehungsweise jetzt gemittelt über die Zeit, wo der Miner online ist, 27,8 GHz. Das sieht sehr gut aus. Hier sind unsere Pool-Daten drauf. Man kann natürlich hier noch Backup-Pools drauf machen. Und hier können wir sehen die 3 Hashboards des Miners. Ein Board macht um die 9 bis 9,4 GHz. Im Durchschnitt sollten die 9,27 machen. Hier können wir uns die Chip-Temperaturen angucken für Inlet und Outlet. Hier können wir uns die Chip-Gesundheit angucken. Die Chips sehen alle sehr gut aus. Ja, und im Prinzip war es das eigentlich schon für den Betrieb. Worauf man natürlich achten sollte, dass die Chip-Temperatur nicht zu warm wird, dass die Miner die ganze Zeit eine vernünftige Kühlung bekommen. Ich mache jetzt hier die Kühleinheit auch mal ein bisschen stärker. Hatte die nämlich ein bisschen runterreguliert, dass es nicht so laut ist. Jetzt sollte sich auch gleich die Outlet-Temperatur bzw. Inlet-Temperatur ein bisschen verbessern. Hinweis, wie gesagt, nochmal, wenn der Miner nicht angehen sollte, kann man hier unten auf den Block gehen und dann kann man hier schauen, was für eine Fehlermeldung da ist, wenn beispielsweise das Wasser zu kalt ist oder nicht. Gut, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören mit dem Mikro hier und der Kühleinheit, weil die sorgt jetzt dafür, dass der Miner gut gekühlt ist. Ich möchte ein kleines Fazit ziehen. Also, der L9U2 Hydro, meiner Meinung nach echt ein absolutes Top-Gerät. Die Qualität von Bitmain in dem Fall ist wieder sehr gut. Man muss sagen, sämtliche Script-Miner, die Bitmain bisher auf den Markt gebracht hat, vor allem der L7 und auch der L9 sind von der Qualität wirklich fantastisch. Die Ausfallraten sind extrem gering. Man kann die Maschinen sogar mit Custom Firmware overclocken. Vorsicht, da verliert man dann die Herstellergewährleistung. Wie gesagt, solide Miner und kann ich absolut empfehlen. Genau, und abschließend, für wen ist so ein Gerät geeignet? Für all die Leute, die eben zu Hause ein Setup haben wollen, was etwas ruhiger läuft als bei einem normalen luftgekühlten Miner. Jetzt haben wir hier die Kühleinheit natürlich sehr laut an. Man kann die auch noch ein bisschen runterstellen. Dann wird es vielleicht ein bisschen leiser. Wie gesagt, achten, dass dann der Miner vernünftig gekühlt wird.
Für wen ist das noch geeignet? Für jemanden, der einen relativ unkomplizierten Betrieb haben möchte. Man muss am Ende des Tages sagen, dass Hydrominer einfach einfacher laufen als luftgekühlte Miner. Das ist so, das ist besser für die Thermik, weil die Wärme kontrollierter und besser abgeführt werden kann als bei luftgekühlten Minern. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr Interesse an so einem Gerät habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden. Und ich würde sagen, wir haben es heute geschafft. Bis dann.